Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Christoph hat seinen Kaffee hinten stehen lassen. Unglaublich. Anfängerfehler. Schöne Kaffeezeit euch allen und ihr seht schon, Rita trinkt heute aus einer ganz besonderen Kaffeetasse. Ich habe wieder die Schmalspur-Variante, wie könnte es anders sein? Ein Traum, sage ich euch. Jetzt ist der Lippenstift all over, aber das kennt ihr wahrscheinlich schon. Genau, wir haben eine tolle Tasse geschenkt bekommen und nicht nur das, das verraten wir euch gleich, mit dem besten Motto ever. Eat, Sleep, Build, Repeat. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Ganz richtig. Eine schöne Tasse von Lucky Bricks und nicht nur die Tasse ist von dort, auch das Set. Wir haben ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen und zwar den neuen City Supermarkt. Wir freuen uns wahnsinnig. Vielen lieben Dank also nochmal an luckybricks.de. Falls ihr dort was bestellen wollt, dann nutzt gerne den Link in unserer Videobeschreibung. Heute ist der 1. Juni. Die haben total viele Neuheiten, die jetzt auf den Markt kommen mit dem heutigen Tag. Dort auf Lager, zum Teil auch schon im Angebotspreis, wenn ich das richtig gesehen habe, also total cool. Und wir freuen uns, wir haben den neuen Lego City Supermarkt zugeschickt bekommen. Das ist die Set Nummer 60347. 404 Teile um Listenpreis 60 €. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Rita, du bist mir einer Meinung, es ist ein tolles Set. Es ist mega. Also wir haben uns ja schon im Vorhinein drauf gefreut, wie wir die ersten Bilder gesehen haben. Aber ich muss sagen, wir haben, oder ich speziell habe wieder Details entdeckt, die was ich so von den Bildern noch nicht ganz gecheckt habe. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Aber das sind echt coole Sachen verbaut. Also schauen wir es uns an. Sehe ich genauso. Ihr schließt die Augen genauso wie ich und Rita wendet ihre Harry Potter Zauberkünste an und auf 3, 2, 1 hat sie das Set auch schon fertig aufgebaut. So und schnell geht's bei uns. Was haben wir hier? Wir haben hier vor uns einen kleinen, aber sehr feinen Supermarkt und während euch Rita vielleicht mal so das ein oder andere Detail hier näher bringt, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Hauptgebäude an, weil das irgendwie das Highlight des Sets ist, jedenfalls für mich, erzähle ich euch einen kleinen Schwank. Na, das Video kann jetzt länger dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Nein, ganz kurz. Aber nur kurz. Wir sind seit etwa 10 Jahren immer wieder auf der Suche nach tollen Sets, die man in unsere Stadt integrieren kann. Und leider, so gern wir Lego mögen, hat uns die dänische Firma hier in diesem Aspekt immer weiter mehr im Stich gelassen. Wir haben natürlich Friends-Sets in die Stadt eingebaut. Wir haben uns bedient an Cookie-Laden, Friseuren und so weiter, Kosmetikstudio. Die haben wir zum Teil auch umgebaut, damit sie in unsere Stadt passen. Aber das, was wir schon längere Zeit mal wollten, war wieder mal ein ganz normales, ja, alltägliches Geschäft, ein Ort, den man, Rita hat hier, jetzt habe ich noch mehr kaputt gemacht. Ein Ort, den man in der Stadt findet, abseits von Polizei und Rettung und Feuerwehr und so weiter. Und das ist jetzt endlich mal wieder ein Set, auf das wir uns sehr gefreut haben und das auch wirklich schön ist. Ja. Rita? Was natürlich, also wir verstehen natürlich die Systematik dahinter, denn wir wissen ja, dass speziell die Kiddies die Feuerwehren und Polizeistationen und sonstiges sehr feiern, aber natürlich für AFOS, glaube ich speziell, ist das ein sehr interessantes Set, aber ich glaube auch für Kids hat das definitiv was, weil es einfach, ja, ein Supermarkt, wo man einfach selbst oft auch hingeht, ist natürlich die eigene Lebenswelt, die da wiedergespiegelt wird. Genau. Und was toll ist hier an diesem Set, ist lauter kleine Details, also die wir einfach so noch nicht hatten. Wir haben ja auch in unserem Einkaufszentrum einen Supermarkt, aber da sind andere Sachen verbaut, definitiv, als in diesem Supermarkt. Erstens mal ein cooles Detail, kleines, aber cooles Detail ist die neue Kasse hier, bei der man auch mit der Karte zahlen kann, kontaktlos mit der Karte. Also das finde ich einfach, ich finde es einfach super, dass das auch abgedatet wird und ja, dass das eben genauso ist quasi wie im echten Leben, dass man auch mal quasi nicht nur mit den Scheinen zahlen kann. Wobei, ich glaube, es gibt ja noch keine Kreditkarte für die Minifiguren. Also das fehlt kommt dann sicher auch noch. Genau. Was ich auch toll finde, ich meine, die Regale sind wunderschön gestaltet, mit den Milchpackungen, mit den Orangensaftpackungen und so weiter. Das seht ihr hier auf der Seite. Das gefällt mir sehr gut. Auch hier in der Mitte der Stand, wo man sich den frischen Fisch dann mitnehmen kann. Aber was ich speziell einfach cool finde, und genau da werkelt Christoph gerade herum,
ist, dass ja dieser kleine Lader dabei ist. Den werden wir dann auch gleich zeigen. Und ich habe mir gedacht, wie soll der bitte die Produkte in den Supermarkt hineinbringen? Also das war für mich nicht ersichtlich von den Bildern, die ich vorab gesehen habe. Und jetzt sieht man das aber hier auf der Seite mit Technikteilen gelöst. Quasi so ein Vorhang, wo der dann reinfahren kann und die Kisten reinschieben kann. Ja, also das finde ich auch genial. Super gemacht. Also wirklich cool umgesetzt auf kleinstem Raum, dass das nicht alles so riesig wird. Finde ich echt super. Aber es ist noch nicht, das ist noch nicht alles. So schwärmen habe ich Rita selten gesehen. Nicht einmal bei mir schwärmt sie so. Sondern Christoph meinte, das ist ein Bankomat, der da im Geschäft ist. Aber nein, es ist was viel Cooleres, nämlich etwas, auf das wir in unserem Supermarkt auch nicht gedacht haben. Nämlich ein Automat, wo ich die Glasflaschen zurückgeben kann. Habe ich gar nicht darauf gedacht, dass wir eigentlich sowas auch brauchen könnten. Nämlich außen aber das dann auch ist super genial. Mit der Kiste, wo die alten Flaschen dann gesammelt werden, damit sie unser kleiner Freund, der Gabelstapler, wieder abholen kann. Hammermäßig. Also wirklich echt ganz cool gemacht und wirklich, dass man eben diese Flasche da durchschieben kann. Ja. Ist wunderschön gelöst. Total cool. Ja, finde ich auch. Ja. Wir haben hier auch noch jede Menge Aufsteller. Hier einmal mit Fischen, einmal mit Flaschen und vorne gibt es die kleine, aber feine Bäckerei, wenn ihr das sehen könnt, in der Nähe der Türe, wo es auch jede Menge Croissants und Baguettes gibt. Genau. Und das ist einfach das, wir kommen gleich zum äußeren Teil, auch hier übrigens mit den roten Kürbissen. Bei dem Set sind jede Menge coole Teile dabei. Also das sind so die Teile, die haben wir uns immer gewünscht, meistens nie bekommen, weil die sehr teuer sind, aber die sind echt, echt nett. Also das Innenleben des Supermarkts, also ich weiß schon, was ihr jetzt schreiben werdet, ja, der Supermarkt hat keine Hinterwand, der Supermarkt hat kein Dach. Das ist leider wahr. Wir haben hier als Dach nur diese Solarpaneele. Wir wissen übrigens noch nicht, ob wir den umbauen. Es könnte leicht sein, dass wir da noch ein Dach drauf bauen. Aber so als Gesamtes gefällt er mir sehr gut. Und auch, wenn ihr das seht, der ist 16 Noppen, oder besser gesagt 2 weniger, weil vorne ja dieser Eingang ist. Dann ist er 14 Noppen breit. Und das ist schon eine Breite, die haben wir bei Lego in letzter Zeit selten gesehen. Meistens würde es nur die Hälfte sein, so mit 8 Noppen oder teilweise nur 6. Überhaupt gibt es Sets, die nur die Fassade haben. Und das hier ist also wirklich ein Set, wo es auch ein Innenleben gibt und hier passiert auch einiges. Ich habe hier irgendwie ein bisschen Quickie-Mart-Vibes, also nicht natürlich in der Exzellenz des Quickie-Mart, daran kommt das Set nicht ran ganz, aber es ist wirklich, wirklich sehr nett und sieht auch verdammt cool aus. Also wenn wir jetzt da Definitiv. mal, wie gesagt, Rita hat euch, glaube ich, diese verschiedenen Getränke und Flaschen und so weiter schon gezeigt. Die sind alle bedruckt. Ein paar kleine Aufkleber gibt es bei dem Set, aber das ist vertretbar. Also das ist der Stickerbogen. Ich glaube 5 Sticker waren es insgesamt, die hier anzubringen sind. Und das Set, ich meine, das sieht einfach, wenn ihr Lego-Städtebauer seid, und da gibt es viele unter euch, wir haben jetzt gerade, ich weiß nicht, wie oft die Blume hier noch unterfällt, gerade auch im Legoland haben wir wieder mit einigen von euch gesprochen und wir bekommen viele Nachrichten und Kommentare, dass es Leute gibt, die Städte bauen und die mit Städten beginnen wollen. Das ist euer Set, liebe Freunde. Das ist ein Set, das könnt ihr euch, wenn man jetzt mal vom Preis absieht, ohne weiteres kaufen. Wir würden es auf jeden Fall empfehlen, hier auch mit dieser neuen 6 breiten Türe, mit den 2 kleineren Türen, die 3 breit sind. Und das ist ein wirklich, wirklich tolles Set und es gefällt mir auch von außen sehr gut. Es ist irgendwie mit dieser Fensterfront und mit diesem grünen Rahmen, das sieht alles total nett aus und ich mag auch diese große Karotte hier mit dem Logo hier drauf. Das ist übrigens ein Sticker, also das ist nicht gedruckt, das ist ein Sticker. Fresh, ich glaube auf auf Englisch heißt das Set auch Grocery Store, also es ist kein normaler Supermarkt, sondern eher so in Richtung Bioladen. Und ich kenne auch, bei uns in der Nähe gibt es hier so einen Bioladen und der sieht sehr ähnlich aus. Also der hat auch so grün und weiß im Logo und wenn man da reingeht, sind auch lauter gesunde Produkte und die haben das ganz schön abgebildet hier, finde ich. Genau. Auf das, was ich auch sehr gespannt war, sind diese neuen grünen Teile. Ich glaube, die sind neu, oder? Weil ich glaube, da werden dann auch teilweise Pflanzen damit gebaut in anderen Sets. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und in diesem Set ist es aber keine Pflanze, sondern quasi eine Halterung für die Blumensträuße, die draußen verkauft werden. Blumensträuße so gelöst, dass sie quasi in einem Eiscone habt ihr da. Das ist die Verpackung des Blumenstraußes und oben eben die Blume.
genau drinnen. Und das finde ich einfach auch eine coole Idee, auf die ich nicht gedacht habe. Denn das kennt wahrscheinlich auch jeder in Supermärkten, diese Blumensträuße, die man mitnehmen kann oder auch nicht. Ein kleiner Seitenhieb, sorry, musste sein. Und dann hätte man schöne Blumen zu Hause. Ja, bitte noch immer, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, einen Lego-Blumenstrauß, mit dem Rita sehr zufrieden ist. Der wird nicht kaputt, deswegen brauche ich auch keine neuen Blumen kaufen. Hier außen haben wir auf jeden Fall noch, das fällt immer runter, noch Kisten mit jede Menge Krimskrams. Wir haben hier auch dieses neue Maisteil, welches ich sehr cool finde. Das wird sicher auch jetzt in vielen Sets vorkommen, denke ich mir. Ist total cool und hier noch jede Menge Äpfel, Karotten, Bananen und diese Weintrauben. Also das ist alles prall gefüllt hier und das gefällt mir sehr, denn Lego hat schon mal mehr gespart bei der Umsetzung dann dieses gesamten Sets. Ja. Wir haben sogar noch mehr, da kommt gleich. Also es ist jede Menge Zeugs dabei, mit dem man auch wirklich gut einkaufen gehen kann. Also hier wird eine Geschichte erzählt und das gefällt mir so gut. Es sind wahnsinnig viele Teile dabei, eben weil wir sind es ja gewohnt von unserem Sortiment, das wir mittlerweile ja bei der Lego-Stadt haben, dass wir da aus dem Vollen schöpfen können und wirklich alles Mögliche hineinbauen können. Aber dass man wirklich bei einem Set dann so viel dazu bekommt, ist sehr, sehr, sehr selten. Die verschiedenen Früchte, also echt, echt top. Richtig. Dann, glaube ich, schauen wir uns mal die Minifiguren an, was natürlich, wie ihr Rita kennt, ihr persönliches Highlight ist. Wir haben hier insgesamt 5 Minifiguren und da ist auch ein bisschen was Spezielles dabei. Ich bitte Sie, Frau Rita. Naja, ich würde sagen, da ist einiges Spezielles dabei. Ich würde sagen, wir starten hier mit dieser Dame hier. Ja, diese Dame ist die Gabelstaplerfahrerin und was mir sofort aufgefallen ist, erst einmal bin ich ein Fan von diesen Kapperln mit Haaren, das es ja schon in verschiedensten Ausführungen, also verschiedensten Farben gibt. Und was mir da eben aufgefallen ist, ist, dass sie eine neue Weste hat. Auf jeden Fall farbtechnisch eine neue Weste. Hier ist auch das Gelb wieder, das in den neuen Feuerwehrsets, glaube ich, und Krankenhaussets und was weiß ich was, verbaut ist. Polizei, glaube ich, auch, ja. Gefällt mir sehr gut, denn sieht wirklich nach einer echten Warnweste aus. Also bei uns haben die ja auch so eine komische gelbe Farbe, so eine reflektierende. Dann kommen wir weiter zu dem Verkäufer des Ladens, der auch eine sehr liebevoll gestaltete Uniform hat. Hinten ist die Schürze zusammengebunden, also wirklich sehr, sehr nett gemacht. Auch die Beine sind bedruckt hier, da die Schürze natürlich bis über die Beine hinunter geht. Gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir zu dieser Minifigur, die wir ja schon kennen aus der Minifigurenserie, ich weiß nicht welche Nummer. Und schon etwas her, glaube ich. Ist schon etwas her. Und das Oberteil kennen wir auch. Darunter ist auch ein super Oberteil, das man verbauen könnte. Also definitiv empfehlenswert, dass man sagt, man tauscht das gegen irgendein fades Oberteil aus, weil man das unter dieser Erbsen-Sache ja leider nicht sieht. Hier die Dame auch mit Wendegesicht, aber es sind keine neuen Bedruckungen, auf jeden Fall soweit. Es haben sogar die anderen Figuren auch Wendegesichter, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht alle, nein. Also er zum Beispiel nicht. Aber die Frau mit dem Gabelstapler hat eines. Genau. Ja. Genau. Richtig, ja. Und das Tolle auch noch, ihr habt noch eine extra Frisur dabei, wenn die mal auf Pause geht. Diese Erbsendame, wenn sie auf Pause geht, dann hat sie natürlich auch noch Haare unter ihrem Outfit, was sehr, sehr gut ist. Also extra Haare noch dabei. Und ich finde das Schild auch sehr lieb. Auch das ist bitte ein Sticker mit diesem Be Happy, genau. Genau, aber ich finde es süß, also das passt. Dann haben wir noch dieses kleine Mädel hier, die Frisur kennen wir auch schon, auch hier kein Wendegesicht, also nur das Gesicht von vorne, aber die Jacke bzw. dieser Pullover gefällt mir sehr, sehr gut, ist definitiv neu, also kenne ich definitiv nicht. Genauso auch wie das Oberteil der letzten Figur hier, mit, ja, einer sehr modernen Bedruckung, ein gelbes Leiberl mit orangen Dreiecken. Sehr modern. Und was auch noch speziell ist hier,
abgesehen von der Einkaufsliste, die er mit hat, ist, dass diese Minifigur spezielle Beine hat, denn er hat auf der linken Seite eine Beinprothese, die ich mir auch vom Bild her, die ersten Bilder, die ich gesehen habe, definitiv anders vorgestellt habe. Ich dachte mir, das ist nur eine Art Haken, so ähnlich wie die Piraten quasi diesen Haken beim Arm haben. Aber es ist cooler gelöst, denn wie ihr gesehen habt, auch hier kann man quasi diese Prothese einrosten lassen auf der Platte. Also das geht rundherum. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ich meine, mir tut der Mann sehr leid, denn es ist bestimmt ein schrecklicher Unfall passiert. Aber wir haben jetzt bei Lego schon eine Frau, die nichts hört. Wir haben schon einen Mann mit Blindenhund. Jetzt haben wir hier die Beinprothese. Also wirklich schöne Arbeit, die Lego da leistet. Definitiv. In Sachen Inklusion. Und ich bin mir sicher, dass sich viele wahrscheinlich diese Figur kaufen wollen. Ja. Auch später mal auf Bricklink. Und das Teil mit dieser Prothese hier wird bestimmt ganz beliebt werden, denke ich mir. Sehr schönes Detail einfach. Ich muss sagen, das ist ja eigentlich, sie hätten das nicht machen müssen, aber das ist ein Mehraufwand, den sie hier reingesteckt haben und der gefällt mir eigentlich sehr gut. Definitiv. Und ich finde das auch eine gute Message einfach auch an die Kids, die diese Sets dann bekommen, dass einfach es verschiedene Personen gibt mit verschiedenen Geschichten und genau, dass man da einfach ein bisschen offener auch ist und dann nicht gleich, engstirnig irgendwie agiert. Ganz richtig, ja. Kinder müssen das ja auch lernen, dass es solche Leute gibt und das ist ja auch ganz normal. Dann haben wir hier einen kleinen, aber feinen Einkaufswagen in Orange, der auch zum Bersten gefüllt ist mit Baguette, Banane, Traube, Apfel und so weiter. Den haben wir schon mal bei einem Friends Supermarket in Grün bekommen. Jetzt ist er in Orange dabei, gefällt uns auch sehr gut. Und dann haben wir eben rote Kürbisse, wobei ich nicht genau weiß, gibt es rote Kürbisse? Gibt es bestimmt eine Sorte, die waren auch bei den Chinese New Year Sets zum Teil dabei, die kenne ich als Lampions bei diesen Sets. Gefällt mir aber eigentlich auch sehr gut, warum nicht? Es ist bestimmt eine andere Sorte, die etwas rot ist. Apropos rot, wir haben auch hier so ein kleines, aber feines Auto, das haben wir in ähnlichen Aufbauten schon bei manchen Sets gehabt. Es ist wieder 4 breit. Ein Elektroauto, bitte, hier sieht man es. Richtig. Mir gefällt es gut. Es hat Türen, man kann hinten sogar, also es hat nur Platz für eine Person mit Lenkrad, man kann hinten sogar ein bisschen einen Einkauf reingeben, Dach kann man abmachen und 2 passen rein. Aber ich finde das Auto wirklich sehr nett, das gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut und in Anbetracht dessen, dass Lego ja immer noch größere und größere Autos macht, ich habe schon zu Rita mal gesagt, wir sind gespannt, wann 10 Studbreite Speed Champions auf den Markt kommen werden. Es ist ja auch eine Straßenplatte dabei, wir diskutieren jetzt nicht drüber, wir wollen jetzt ein kleines Stadtviertel bauen mit den neuen Straßenplatten. Mehr dazu kommt dann demnächst mal in einem neuen Video. Das heißt also, der Supermarkt, jetzt habe ich natürlich das Parkschild hier wieder runtergerissen, soll hier natürlich befahrbar sein, also man kann hier nicht nur einkaufen, sondern man kann hier natürlich auch mit dem Auto hinfahren. Das heißt also, diese Straßenplatte... Bezüglich Straßenplatte ist das jetzt oft bei den anderen Straßenplatten, die wir schon haben, immer in der Mitte hier was ist das, 2x4 bedruckte Fliese ist mit dem weißen Strich in der Mitte. Und jetzt ist das aber anders gelöst mit einem 1x4er in weiß und einem 1x4er in dunkelgrau. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Also sieht ähnlich aus, aber eben ohne Bedruckung quasi. Streng genommen ist jetzt diese Trennlinie nicht mehr ganz in der Mitte, aber gut, ich meine, da hast du vollkommen recht, das war früher anders gelöst. Schönes Auto und das passt auch wirklich hier ganz gut auf die neue Straßenplatte. Und dann haben wir hier einen sehr klassischen Gabelstapler, auch in Orange. Der gefällt mir sehr gut, der ist sehr kompakt, passt also wirklich sehr gut hier zum Supermarkt. Hier vorne mit dem Gummi, dass man hier rauf und runter fahren kann, hat Platz für eine Person, also da gibt es wirklich überhaupt nichts zu bemängeln. Und der kann, wie gesagt, wenn hier die Fahrerin drin ist, kann hier dieser Gabelstapler zum Ladedock hinfahren und kann dann seine Kürbisse oder was auch immer er geladen hat, hier in den Supermarkt reingeben und dann können die Leute wieder einkaufen. Und das ist ja alles, was wir wollen, dass die Leute zufrieden aus dem Supermarkt rausgehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon erwähnt, hier gibt es jede Menge Spielspaß. Es ist jetzt vielleicht nicht die Verbrecherjagd oder keine Ahnung was. Zum Glück nicht. Was ja die Zielgruppe, das ist ein 6-Plus-Set, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sehr gerne macht, aber wir haben hier sehr viel Spielspaß
Und mir gefällt dieses Set. Die Anleitungen sind auch ein bisschen neu, die sehen ein bisschen peppiger aus, finde ich jetzt. Bei den Bauschritten hat sich nichts geändert, aber wir sehen, und da könnt ihr euch sicher sein, es gibt demnächst noch ein paar mehr Reviews, weil es gibt ein paar Sets, die wir sehr gerne haben wollen. Hier ein Blick auf ein paar Sets, die noch kommen werden, mit Zügen, mit Stunts und so weiter. Und auch hier im größeren Anleitungsbuch haben wir hier eine kleine Werbung zu diesen Sets, die ja ohne Anleitung dafür mit Tablet, Missionen und so weiter kommen. Mehr dazu aber in einem anderen Video. Rita, was ist das Fazit? Ja, preislich ja, schwierig, aber ich glaube, da gibt es sicher wieder Angebote und Sonstiges, dass das einfach erschwinglich wird und okay wird vom Preis her. Aber ansonsten ist es einfach ein super cooles Set. Und ich meine, es ist ja, glaube ich, der erste City-Supermarkt, der ins Angebot kommt. Also von dem her einfach echt cool. Hätten wir den beim Einkaufszentrum schon gehabt, hätten wir wahrscheinlich den einfach umgebaut und dort eingebaut. Aber so mussten wir da eben selbst uns was einfallen lassen. Und von dem her finde ich das super, dass wir jetzt einen dritten wir haben den Quickie Mart, wir haben den im Einkaufszentrum einen Friends Supermarkt, der sehr klein ist. Und jetzt diesen Supermarkt. Also wir sind bestens ausgestattet, Leute. Ja, Rita liebt Shopping, ihr seht es. Ich sehe es übrigens genauso. Also ich habe überlegt, wenn das, ihr wisst, es ist ja alles teurer geworden, jeder jammert, dass die Preise so in die Höhe gehen, also das muss man natürlich einbeziehen, dass da auch Lego und andere Waren jetzt nicht gleich viel wie immer kosten. Ich wäre hier glücklicher, wenn das Set einen Listenpreis von 50 Euro hätte. 40 wäre natürlich ein Traum, 50 wäre in Ordnung, also 60 geschenkt. Ist ein wenig zu viel, aber ich denke mal, das Set wird man sicher früher oder später mal auch ein paar Prozent rabattiert bekommen und dann könnt ihr hier ohne weiteres zuschlagen, wenn ihr Stadtfans seid. Und ich denke auch, dass wir dieses Set hier im Laufe der Zeit jetzt in vielen Lego-Städten, sei es auf YouTube oder sonst wo, sehen werden. Denn das ist einfach ein Set, was sehr gut in jede Stadt dieser Welt passt, denke ich. Sehr, egal ob ihr eine amerikanische oder eine europäische Stadt baut, das Set kann man sicher ganz gut verwenden. Was wir mit dem Dach machen, wissen wir noch nicht, genauso wenig, ob wir hinten zubauen, aber das Set werdet ihr auf jeden Fall demnächst mal in Wild City zu Gesicht bekommen. Ich freue mich schon drauf. Ja, wie gesagt, danke nochmal an Lucky Bricks fürs zur Verfügung stellen dieses Rezensionsexemplars. Schaut auf jeden Fall auf deren Webseite mal vorbei. Das sind ganz kecke Typen und Typinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob dort auch Frauen arbeiten. Wir haben nur Kontakt mit echten Männern, aber kann natürlich sein. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch das Set gefällt oder was ihr euch von dieser Juni-Welle, die ja doch sehr groß ist, jetzt bei Lego, was ihr euch da holen werdet oder ob euch ein anderes Set noch interessiert. Wir würden gerne noch ein paar mehr Reviews machen und uns ein paar mehr Sets holen. Das war jetzt nur mal das erste und das hat perfekt gepasst, weil heute der 1. Juni ist und das Video jetzt direkt gleich rausgeballert wird in den YouTube-Upload. Und dann wünschen wir euch viel Spaß. Also wir hatten es auf jeden Fall mit diesem Set. Ich glaube, ihr kennt unsere Begeisterung an. Und wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß weiterhin beim Bauen. Macht's gut, Leute. Trinkt auch einen guten Kaffee und baut einen Supermarkt. Richtig. Und übrigens, die Züge, falls ihr fragen solltet, die kommen schon noch. Keine Sorge. Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Also, macht's gut. Tschüss.